guten Tag. Moin Moin. Ja, hier geht unsere Reise los. Nach etwa 15 Stunden Flug, circa 5 bis 6 Stunden Flughafenaufenthalt und 45 Minuten Taxifahrt sind wir jetzt mittendrin. Ja, das ist Taipei. Es ist laut und es ist voller Motorradgangs. Das ist zumindest unsere Vermutung, weil so viele Motorroller habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Das ist Wahnsinn. Ja, wir sind hier bei HEC im Süden von Taiwans angekommen. In Tainan, haben den Schnellzug genommen. Nach 2 Stunden Zugfahrt sind wir jetzt hier. Und was machen wir? Ja, wir schauen uns jetzt einfach die Produktion unserer neuen Netzteile an. Die werden nämlich auf Herz und Nieren komplett durchgetestet. Und danach waren wir mit den Jungs und Mädels richtig fein essen. Das war verdammt lecker. Also alles, was wir da gegessen haben. Das war Großartig. Es war großartig. Und dann? Und dann folgte die asiatische Tradition des gesellschaftlichen Karaokes, was eine sehr, sehr andere Erfahrung war als das, was man in Europa normalerweise im Karaoke versteht. Gerade was die Partyspielchen dazwischen angeht und das Bier, das in rauen Mengen floss. Und ach, aber meine Güte, was für ein Spaß, was für ein Spaß. Grünspargelsaft. Ja, wahrscheinlich so ein typischer Joghurt-Milchdrink, steht Apple drauf. Das macht's automatisch super. Deswegen nenne ich es mal einfach Eiweiß. Ja moin, wie man unschwer erkennen kann, wurde extra für uns die deutsche Flagge hier gehisst, denn hier in der Fabrikationshalle werden wir gleich die Produktion unserer Pure Rocks miterleben. Verdammt hoch, wir befinden uns vor dem 101 Tower in Taipei. Wie der Name schon sagt, 101 Stockwerke hoch, das Gebäude. Ja, es steht gesagt, wir sind gerade auf dem Weg zur Instant Urban Tranquility. Wir fahren mit dem Fahrstuhl in den 89. Stock und es soll eines der schnellsten Rides sein, die man überhaupt als Mensch nehmen kann. Ja, bis 2015 war das der schnellste Fahrstuhl der Welt, laut dem Guinness Buch der Rekorde. Mal gucken, wie viel Essen an die obere Magenwand schlägt. Das Gute ist, wir können wenigstens die Haare ins Gesicht fallen. Da wäre ich zu Hause, wäre ich im 4. Stock gefahren. Es gibt für ein großes Kind nichts Besseres als einen großen Touchscreen. Es ist verdammt heiß. Es ist zu heiß. Ich glaube, wir brauchen eine Abkühlung und deswegen schauen wir mal bei unseren Kollegen vorbei, denn wir haben in Taipei auch ein eigenes Office. Ja, und wenn wir schon in Taipei sind, dann schauen wir dann natürlich auch vorbei. Das machen wir jetzt. Hongkong. Yeah! Wir befinden uns jetzt auf dem neuen Flughafen, der 1998 eingeweiht wurde, aber beim alten Flughafen war es so, dass die Piloten eine extra Lizenz brauchten, um anfliegen zu dürfen, weil man beim Landeanflug eine 45-Grad-Kurve kurz vor der Landung nehmen musste, um dann aufsetzen zu können. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Wir sind unterwegs. Wir brauchen eine dringende Abkühlung, es ist nämlich schweineheiß und deswegen gucken wir uns jetzt die Produktion des Dark Rock an. Der hoffentlich bessere Leistung liefert als mein Finger.
Vorbereitung dessen darf man hier auf diesen kleinen Kärtchen die besten Wünsche aufschreiben und das werden wir gleich im Tempel abgeben und mal gucken, ob sie in Erfüllung gehen. Ja, genau. Also Milliardengewinne für uns. Ja, hier werden unsere Cases hergestellt, gestampft aus Metallblechen in verschiedensten Schritten zurechtgestampft. Es wird viel gestampft. Ganz schön stampfig. Immer wieder mal trifft, ist, dass man sich das Abendessen vorher aussucht. Es stellt sich zwar nicht persönlich vor, aber es ist zumindest nah genug dran. Bis gleich auf meinen Teller. Also in China tut man sich halt, es gibt ja in Deutschland auch solche Restaurants. Ja, natürlich. Doch, also die Auswahl ist jedoch etwas anders als in deutschen Seafood-Restaurants. Tag 7 im fernen Osten, die Klimaanlagen kriegen uns langsam zu fassen. Aber das ist auch endlich der Tag, in dem wir offiziell endlich mal ein Mahjong-Table zu sehen bekommen haben. Und zwar nicht halt so ein klassisches Mahjong-Table, wie wir es von uns kennen, wo du halt einfach so die Dinge übereinander stapelst, sondern das ist im Prinzip schon so ein Wettbewerbs-Mahjong, wo auch um Geld gespielt wird. Plus, Herr Schmidt, bitte präsentieren Sie. Mit automatischen Würfelwurf. Doppel 6. 6er Flash, ich würde sagen, ich habe gewonnen. Ungewöhnlich, aber wenn man es ein paar Mal benutzt hat, dann hat es doch gewisse Vorteile. Highlight ist natürlich die folgende Funktion, was allerdings nicht funktioniert, wenn keiner drauf sitzt. Und zwar gibt es hier diverse Waschprogramme. Hier kann man die Position des Strahls und den Wasserdruck einstellen. Ja, Hightech in Asien sieht halt anders aus. Wir sind nämlich gerade hier in der Geräuschekammer und anders als der Name verspricht, macht sie keine Geräusche, sondern filtert sie alle raus. Das ist hier drin, hört man absolut nichts. Außer irgendjemand schnipst. Das ist so leise hier drin, das ist unheimlich. Das hat man die ganze Zeit so einen komischen Druck auf den Ohren. Als würde das Flugzeug irgendwie gerade abheben. Nur, dass man den nicht durch Schlucken oder sowas rauskriegt, sondern es ist einfach pausenlos so ein grässlicher Druck da. Moin Moin, da sind wir schon wieder. Wir sind hier gerade in einem Technikviertel, dessen Namen ich nicht behalten habe. Aber das ist halt ein riesiges Gebiet, so ein bisschen vergleichbar mit Akihabara in Tokio, wo es halt in erster Linie einen Haufen Kram gibt. Also alles, von Handys über Drohnen bis Autos. Über ganze Stockwerke hinweg, Roboter, alles ist einfach gefühlt so 300 mal 300 mal 300 Meter in der Höhe, voll mit Elektronik. Total geil.